ihr! So, ich dachte, heute erzähle ich euch einfach mal, warum sind wir eigentlich vor 11 Jahren nach Florida ausgewandert. Und ich kriege immer wieder komische Blicke, wenn ich unseren Hauptgrund sage, aber dazu stehe ich nach wie vor: das Wetter. Ich meine, ihr habt Oktober, ihr wisst, wie es ist. Ich bin aus Berlin, immer Regen, immer grau, immer eklig. Ne, also da habe ich mir gedacht, damals, mein Sohn ist geboren 2005, wir sind 2006 ausgewandert. Ich hatte also ein Baby und ich fand das so anstrengend in Deutschland. Wir haben also in Berlin gewohnt. Mein Kinderwagen war im Keller, weil kein Platz war in der Wohnung für den Kinderwagen. Ich musste mich also anziehen, volle Montur, Mütze, dicke Jacke, Schal, das Baby auch schon mal anziehen. Der hat dann geschwitzt, solange wie ich den Kinderwagen aus dem Keller hochgetragen habe, Stufen hochtragen, dann wieder Stufen runtertragen zum Ausgang, Baby in Kinderwagen. Also die ganze 10-minütige Angelegenheit, um den Kinderwagen rauszubekommen, also sowas von anstrengend und geschwitzt und alles. Dann fahre ich also draußen mit dem Kinderwagen spazieren, es fängt an zu schneien, Baby schreit und ich denke mir, warum hast du überhaupt das Haus verlassen? Also wirklich, das Wetter war eines der Hauptgründe. Der Sommer ist ja nur mal kurz und vielleicht ist er mal heiß, was ich ja auch nicht unbedingt so toll finde, wenn es heiß ist, aber nee, also Wetter in Deutschland finde ich absolut zum Kotzen. Wir waren das letzte Mal vor 4 Jahren in Berlin im September, 2 Wochen lang, und in diesen 2 Wochen waren das Temperaturschwankungen, manchmal 10 Grad, ich habe mir den Arsch abgefroren, und manchmal waren es 25 Grad. Ich meine, diese Schwankungen sind auch echt anstrengend. Also, das Wetter war eines unserer Hauptgründe. Wir wollten immer nach Kalifornien ziehen, aber Kalifornien ist ja doch ganz schön teuer und deswegen sind wir nach Florida gezogen. Und wir sind damals nach Florida, nach Ocala gezogen. Kein Schwein hat jemals von Ocala gehört, und wenn ich darüber nachdenke, ist schon ganz lustig. So der typische Deutsche hat halt Angst vor Hurricanes und Tornados. Ist ja auch gut, dass man Angst davor hat. Aber ich damals in meiner deutschen Naivität habe halt gedacht, ich will nicht so nah am Strand wohnen, damit nicht irgendwelche Unglücke passieren. Ich will ein bisschen weiter im Inneren. Und dann haben wir halt geguckt, was kosten Häuser. Und es war so der günstigste Ort in Florida. Und dann sind wir tatsächlich, also ich, mein Mann und mein Baby, sind hierher geflogen. Wir haben alles, was wir hatten, waren 6 Koffer. Wir sind komplett ohne Möbel, keine Container, die irgendwie angekommen sind. Also nur 6 Koffer. Jede Person durfte 2 Koffer umsonst mitnehmen. Wenn ich darüber heute nachdenke, was ich eingepackt habe, alles Blödsinn. Ein Koffer war voll mit Spielsachen von meinem Sohn. Spielsachen sind hier viel billiger, das hätte ich mir auch sparen können. Naja, und dann Winterjacken und solche Sachen, was man alles nicht mehr braucht. Gut, jedenfalls sind wir dann angekommen in Orlando und direkt nach Ocala gefahren, sind dort 6 Wochen in einem Hotel geblieben, bevor wir eine Wohnung gemietet haben. Und wir wollten damals ursprünglich ein Haus kaufen und hatten von Deutschland aus auf einer Seite gesehen, was die so kosten, und waren eigentlich schon, haben eigentlich gerechnet damit, ein Haus zu kaufen, und wussten dann aber gar nicht, dass vor Ort sich herausgestellt hat, dass diese Häuser, die in Frage kamen, dass die also in 55 and over Communities sind, was wir damals keine Ahnung hatten, was das ist. Das bedeutet, du musst also 55 oder älter sein, um überhaupt diese Häuser kaufen zu können. Das gibt's hier also in Florida, das ist ja der Rentnerstaat, weil, nicht jeder will das, aber manche Leute sind dann gerne unter sich und wollen dann nicht irgendwelche Jugendlichen haben oder so.
Und da kann man ein bisschen günstigere Häuser abgreifen. Also waren wir völlig perplex, weil das war gar nicht so, wie wir es geplant haben. Wir konnten also demnach gar nicht eines dieser Häuser kaufen und deswegen haben wir dann erstmal eine Wohnung gemietet. Unser Plan war damals, nach Florida auszuwandern und einen Dönerladen aufzumachen. Ich kann darüber nur noch lachen heute. Also man ist echt sowas von naiv und ich weiß gar nicht, was müssen denn meine Freunde alle gedacht haben. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Ich habe 7 Jahre in der Industrie- und Handelskammer in Berlin gearbeitet. Also total alles ganz geregelt und also nicht irgendwie verrückt oder so. Was habe ich denn da für Flusen im Kopf gehabt, dass wir gedacht haben, wir gehen einfach mal hierher. Als Deutscher denkt man immer, ach, die Amis, die sind blöd und das ist alles ganz einfach und da geht man halt hin und zeigt denen mal, was wir Tolles haben in Deutschland und wir dachten halt, wir machen einen Dönerladen auf. Zum Glück haben wir es niemals gemacht, das wäre sowas von in die Hose gegangen. Das ist einfach viel zu schwierig, das hier so zu machen. In Berlin könnte jeder, ich habe zwar noch nie einen Deutschen gesehen, der einen Dönerladen aufgemacht hat, aber du könntest es theoretisch ziemlich einfach machen, weil du kannst alles kaufen. Du kannst das Brot, das Pide kaufen, du kannst diese riesen Fleischdinger, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, kaufen. Also das wäre eigentlich ziemlich einfach, wenn du es möchtest. Aber hier gibt es das eben alles nicht und das macht es dann so teuer, also selber so viele Brote backen traue ich mir nicht zu. Du musst ja jeden Tag so eine riesen Pide-Brote backen. Und dann das Fleisch herzustellen, will ich auch nicht selber. Wenn du einen Fleischer fragst, dann ist das so teuer, dass sich das überhaupt gar nicht rentiert. Also wir haben es nie gemacht, vor allen Dingen auch nicht nur, weil alles kompliziert war, wie man das Fleisch beschafft, wie man das Brot beschafft, sondern weil einfach mal die Mieten der Geschäfte so teuer sind. Also circa $5.000 Miete für ein Geschäft. Und ich meine, jetzt rechne dir mal aus, wie viel Döner du verkaufen musst, um die Miete zu bezahlen. Also wir haben das zum Glück niemals gemacht. Nie einen Dönerladen. Bis heute sagen aber manche Leute zu uns, ihr müsst das machen, macht das, wir brauchen Döner hier. Aber es gibt ja Gyros hier. Ich weiß nicht, so mit Essen umgehen ist schon doof und es ist heiß hier, du musst dafür sorgen, dass es nicht schlecht wird und so. Nee, also so mit Lebensmitteln möchte ich dann doch eigentlich lieber nichts zu tun haben. Und ein anderer Grund, warum wir ausgewandert sind, war also nicht nur das schlechte Wetter. Ich habe auch gedacht, dass irgendwie das Leben so eintönig ist, immer nur zur Arbeit gehen, Mittagspause, sitze ich auf der Bank rum mit einer Kollegin. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues im Leben, irgendwas, was mir irgendwie Spaß macht. Wobei es eigentlich doch wieder mit dem Wetter zu tun hat, weil ich mir dann gedacht habe, immer arbeitest du von Montag bis Freitag und dann am Wochenende regnet es und was willst du denn dann machen? Also habe ich mir vorgestellt, wenn es immer sonnig ist, dann ist es besser. Heute, nach 11 Jahren, muss ich euch echt sagen, dass die Hitze einem doch auf den Geist gehen kann. Es ist immer schwül, es ist immer heiß in Florida. Also mir geht die Hitze ein bisschen auf den Sack, aber wenn ich jetzt so im kalten Wetter bin, eine Woche und dann habe ich auch genug vom kalten Wetter, dann denke ich mir, oh, zum Glück bin ich nicht im kalten Wetter. Also es ist schon schwierig mit dem Wetter. So perfekt ist das Wetter in Florida auf jeden Fall auch nicht. Okay, genug gelabert. Vielleicht habt ihr irgendwie die eine oder andere Frage an mich, dann schreibt sie mir doch unten in den Kommentaren oder wenn ihr irgendeine Idee habt, was euch interessiert für ein Video, dann könnt ihr mir das auch unten reinschreiben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Dann klickt mal den roten Knopf, damit du nicht verpasst, wenn ich ein neues Video uploade. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!